Mein Name ist Karl Knüpfer. Ich bin seit 35 Jahren im grafischen Gewerbe tätig. Ich bin seit 2013 Geschäftsführer der Brüder Glöckler GmbH. Die Brüder Glöckler GmbH gibt es seit 1982. Am Anfang war es eine reine Lohnbuchbinderei. Aufgrund des eigenen Verlages, des Schulbuchverlages Hölder Pichler-Dembski, entschieden wir uns 1998 mit dem Drucken. Ja. Wir produzieren ca. 70% Schulbücher und Lernhilfen. 30% ist, sage ich mal, der freie Markt. Werden Kataloge für Bauhaus, für Agenturen, je nach Bedarf produziert. Die durchschnittliche Auflagengröße liegt derzeit bei zwischen 3.000 und 5.000 Exemplaren. Wir haben auf dem Betriebsgelände ein eigenes Wasserkraftwerk. Wir produzieren den Strom selber. 2/3 wird in den Betrieb eingespeist und 1/3 müssen wir trotzdem noch zukaufen. Mit Heidelberg arbeiten wir schon seit 20 Jahren zusammen. Die ersten Falzmaschinen waren Heidelberg-Falzmaschinen. Jedoch die Zusammenarbeit hat sich seit 2 oder 3 Jahren sehr intensiviert. Wir haben zuerst einen Polar-Planschneider angeschafft, dann eine Druckmaschine SX102, 8 Farben mit Wendung. Aufgrund der kurzen Rüstzeiten der Speedmaster SX102, ca. 3 Minuten, zwischen 3 und 5 Minuten, decken wir die Kapazität, die wir früher mit 2 Maschinen drucken mussten, decken wir jetzt mit einer Maschine ab. Der Workflow besteht aus Prenect. Im Digitaldruck haben wir eine Versafire. Der Auflagenbereich im Digitaldruck, sprich die Versafire, liegt bei 50 Stück bis 300 Stück, 400 Stück. Ab 500 Stück gehen wir in den Bogenoffsetdruck. Die Weiterverarbeitung ist sehr gut aufgestellt, da wir fast alles außer Hardcover im eigenen Betrieb verarbeiten. Vom Falzen weg, Fadensiegeln weg, Fadenheften weg und bis zur Endverarbeitung Klebebinden und Klappenbroschüren können wir alles im eigenen Haus machen. Die letzte Investition, die wir tätigten, war ein Stahlfolder TH82 mit einem Biestecker. Falzen ist ein, sage ich jetzt einmal, ein Knochenjob. Ja. Das Personal in der Lohnbuchbinderei ist sehr schwierig zu bekommen. Derzeit haben wir 23 Mitarbeiter mit einem Pool von 10 bis 12 Leiharbeitern zusätzlich, je nach Auftragslage. Das Druckvolumen ist derzeit zwischen 30 und 35 Millionen Bogen im Jahr. Wir wollten mit dem derzeitigen Personal, den ich an Falzerinnen habe, wollte ich dieses Volumen in 2 Schichten bewältigen. Früher ist es nur gegangen mit extrem hoher Aufwand an Überstunden. Natürlich ist das auch für das Personal nicht so attraktiv und darum haben wir auf diese Investition gesetzt, mit dieser Leistungssteigerung und mit dem angenehmeren Arbeiten. Am Anfang waren sie sehr skeptisch. Sie sahen den Arbeitsplatz gefährdet, weil sie haben jahrelang Überstunden gemacht und sie haben das nur so gekannt. Jetzt natürlich mit dieser Leistungssteigerung, dass wir das ganze Volumen in 2 Schichten produzieren können, haben sie sich sicher angefreundet und es wird von Tag zu Tag besser. Also die Falzmaschine rennt kontinuierlich durch und der Biestecker hat fast keine Störungen und somit habe ich einen ordnungsgemäßen oder reibungslosen Falzablauf. Außerdem war die Technologie, weil es ein Industrieroboter ist und sehr gut abgeschirmt ist mit diesen Gittern, war es für uns erstrebenswert, dass wir auf diese Technologie setzen. Stolz bin ich auf die Flexibilität der Mitarbeiter, dass wir sehr schnell reagieren können, wenn wir einen Großauftrag reinbekommen. Da ist auch diese, sage ich mal, diese von 2 Schichten auf 3 Schichten zu springen, diese Bereitschaft sehr hoch. Aufgrund der letzten Investitionen, der letzten 3 Jahre, haben wir uns gut platziert und glauben so oder denken so, dass wir die nächsten 5 bis 7 Jahre gut aufgestellt sind. Also mit Heidelberg Österreich sind wir sehr zufrieden. Die Beratung der Verkäufer oder beziehungsweise Mitarbeiter von Heidelberg ist sehr gut.